Gefühlt ist die Makita Handfräse hier die meistgeklonte Fräse auf dem Markt. Es gibt 1000 verschiedene Klone gefühlt und wir schauen uns einen davon heute an. So, jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und jetzt Leute, an euch mal eine Frage. Wisst ihr, warum die Makita Handfräse die am meisten geklonte Handfräse auf dem Markt ist? Ich habe keine Ahnung. Also gefühlt ist es bei mir so der Fall. Wenn man da nämlich das mal eingibt im Internet, dann kommen so viele verschiedene Hersteller hier raus. Alles Klone von der Makita. Zum Beispiel, ich habe jetzt nur mal eine Handvoll hier, Anesti, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Katsu ist wohl ganz bekannt. Jetzt haben wir hier diese von Haus hier, D-Winner, Movhorn, Farntools und so weiter und so fort. Da gibt es echt zig Hersteller und ich frage mich, warum das so ist. Aber wir wollen uns einfach mal heute diese von Haus einfach mal anschauen. Was ist der Unterschied zur originalen Makita Handfräse? Ja, wir liegen hier bei der Makita, das ist ja die Makita RT 0700CX2J. Hier haben wir eine von Haus und die liegen preislich so wirklich roundabout so um die Hälfte circa, was man hier sich an Geld sparen kann. Lohnt sich diese Ersparnis? Das ist eine sehr gute Frage, denn zum Beispiel hier, wir wollen jetzt alles halt mal raus kristallisieren hier, was hier mitgeliefert wird, weil wir haben jetzt hier beides mal die Sets hier auf dem Tisch liegen. Wir haben hier von Makita das Set, wo alles drin ist, in einem Hartschalenkoffer. Wir haben die von Haus hier in einer, ja, sagen wir mal, kleinen praktischen Tasche, wo alles verstaut werden kann. Und das ist schon mal allein dieser Grundsatzunterschied hier mit diesem Hartschalenkoffer, der mir eigentlich relativ gut gefällt, weil hier ist alles richtig schön geschützt und man könnte es hier ins Regal reinstellen, ohne dass es jetzt hier, ja, ich sage jetzt mal, solche Taschen verstauben immer sehr gern und das macht keinen Spaß, die dann zu säubern. Ist hier ein bisschen einfacher. Ist schon mal der ganze große Unterschied. Wir wollen natürlich aber auch mal reinschauen in das Ganze. Was wird denn hier mitgeliefert bei der Makita und was wird hier mitgeliefert von der von Haus? Bevor wir jetzt auf den allerersten Eindruck hier kommen bei den beiden Maschinen hier, kommen wir erstmal zum Lieferumfang, weil der ist auch schon mal von diesen Sets hier unterschiedlich. Und den müsste man theoretisch, was hier mehr geliefert wird, müsste man hier noch vom Preis oben drauf addieren. Aber gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei der Makita an. Hier haben wir, ihr seht, einen größeren Haufen hier wie hier drüben. Wir haben hier 2 Staubabsaugungen, wir haben einen Griff, da kommen wir noch später zum Sprechen. Wir haben noch einen Anschlag für die Seite hier, auch noch einen anderen Anschlag hier. 2 Schlüssel haben wir dabei, 2 Kopierhülsen, noch einen Anschlag für die Seite hier, für den Korb. Wir haben hier auch noch einen, ja, ich sage jetzt mal Korb dabei, wo wir hier im Winkel fräsen können hier und noch den großen Korb. Gut, das ist schon mal der Lieferumfang dafür und natürlich noch eine Bedienungsanleitung. Wenn wir jetzt zur von Haus kommen, da haben wir 2 Staubabsaugungen haben wir auch dabei. Der Winkel ist gleich, das ist auch gleich. Hier haben wir noch einen größeren Seitanschlagsding da hier dabei, den wir hier reinstecken können. Der ist hier ein bisschen kleiner ausgefallen. Und noch Kohlen und noch hier, das haben wir hier auch, habe ich ganz vergessen, haben wir noch Spannzangen hier dabei mit 6 mm und 8 mm, haben wir hier natürlich auch dabei. Zur Maschine selber, nachher gehen wir natürlich in den Praxistest, ist ganz klar. Jetzt auf den allerersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein, aber wenn man es jetzt mal ganz genau so ein bisschen in die Hand nimmt hier so, die Makita fühlt sich einfach ein bisschen wertiger an als die von Haus hier. Wir haben, ja, es ist halt nicht ganz so sauber verarbeitet. Hier haben noch ein bisschen Plastikreste hier dran, so Grat, den man hier wegmachen müsste und so. Man spürt es schon, so teilweise hier haben wir einen ganz leichten Überstand, ist jetzt aber nicht jetzt so das Kriterium, wo ich sagen muss, hey, es ist furchtbar schlimm. Aber man fühlt diesen Unterschied definitiv. Die Platten sind absolut identisch aufgebaut. Man sieht es halt allein schon an diesem Knopf hier, der nicht wirklich rund ist, hier irgendwo, der ein bisschen eiert hier. Also der ist jetzt auch hier nicht ganz entgratet. Der ist hier viel schöner verarbeitet bei der Makita hier, dieser Knopf hier. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, man merkt es dann schon, wenn man sie gleich mal in der Hand hat.
Aufgefallen ist mir hier auch dieser Verschluss hier, den wir hier haben. Der ist einfach irgendwie, fühlt sich einfach ein bisschen wertiger an wie der hier eigentlich. Aber gut, das hat da noch lange nichts zum heißen. Ja genau, hier oben haben wir die Drehzahlregelung. Hier stufenlos soll sie eigentlich sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann da ist hier. Und das ist richtig schön zum Einstellen hier. Hier haben wir dann eher einen Rasterschalter hier. Also das ist dann wahrscheinlich nicht stufenlos, sondern man hört es schon richtig. Hört man das? Quietscht ein bisschen. Aber egal. Gut, also, was mir auch gleich aufgefallen ist beim Auspacken, wir haben hier ein relativ starres Kabel. Ihr seht es hier. Relativ starr. Und es ist nur roundabout so irgendwo 1,20 Meter, 1,30 Meter lang. Das, ja gut. Und dieser Knickschutz ist auch relativ starr, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir mal zur Makita. Wir haben hier einen, ich sage jetzt mal gefühlt, einen viel besseren Knickschutz hier. Ihr seht es selber hier, der ist richtig schön weich. Und wir haben hier ein eher weicheres Kabel, das wir auch schön zusammenlegen können. Ihr seht diesen Unterschied hier, hier kann man es nicht, ihr kennt diese Kabel, wenn sie so starr sind. Und hier haben wir ein schönes weiches Gummikabel hier und ist angenehmer. Aufgefallen ist mir auch natürlich die Länge des Kabels. Wir haben hier stolze 4 Meter. Was wirklich echt top ist. Ja gut, das sagt der andere, einer oder andere, ja, kann ich doch Verlängerungskabel nehmen? Ja, stimmt, kann ich nehmen, aber dann habe ich hier immer diese Dose hier dran, die dann teilweise vielleicht auch irgendwo hängen bleibt, rausgeht oder so. Oder ich könnte hier das Kabel tauschen. Aber ist Kabeltauschen Sinn und Zweck? Nee, sehe ich jetzt also nicht so. Also das Kabel hier ist definitiv angenehmer. Jetzt fragen sich vielleicht auch viele, passen die Körbe untereinander? Das wollen wir jetzt mal testen. Und zwar tun wir den mal von der Makita hier rein. Oder die Makita in diesen Korb hier rein. Jupp. Passt. Also passt es auch andersrum. So, was mir bei beiden Maschinen negativ auffällt, ist eine Sicherheitslücke. Sagen wir mal so. Das muss eigentlich, Makita hätte das eigentlich haben sollen, denn es ist nämlich so. Sobald ich die Maschine abstecke, alles gut, aber ich schalte jetzt mal, obala, der ist ja noch Angst, das war der falsche Stecker. Genau das meine ich damit. So, ich schalte jetzt das ganze Ding an und stecke ein und jetzt fällt euch gleich mal was auf. Die Maschine geht an und das ist natürlich jetzt nicht Sinn und Zweck, also ihr müsst aufpassen, einfach bei beiden Maschinen, bei der ist es nämlich genauso, dass ihr einfach immer den Schalter hier, ja, steckt immer die Maschine aus, wenn ihr irgendwas wechselt oder irgendwas macht, weil ihr könnt aus Versehen hier wirklich mal rankommen und das ist die Gefahr dabei. Also Maschine immer, das solltet ihr eh bei allen Maschinen machen, auch bei Akkumaschinen, immer Akku rausnehmen oder hier den Stecker ziehen, wenn ihr hier was tauscht, weil hier kommt man relativ schnell an diesen Schalter hier ran. Kommen wir mal auf die Leistung der beiden Maschinen. Wir haben bei beiden Maschinen 710 Watt. Wir haben eine Drehzahl hier bei der Makita von 10.000 bis 30.000 Umdrehungen pro Minute. Und bei der von Haus liegen wir hier bei 13.000 bis 33.000 Umdrehungen pro Minute. Also müsste die ein bisschen schneller im Endeffekt losgehen. Wir haben überall bei beiden eine stufenlose Drehzahlregelung hier. Also bin ich mal gespannt, ob die stufenlos ist, weil hier hört man es klicken. Also kann die ja eigentlich nicht stufenlos sein. Naja gut, wir werden es jetzt gleich mal sehen. Was mir gerade eben beim Einschalten aufgefallen ist, vielleicht habt ihr es auch gesehen, die Makita schalte ich an, die geht los und ja, geht halt einfach mit diesen, was haben wir gehabt, 10.000 Umdrehungen einfach los und hat volle Leistung. Alles gut. Dreht, das kann ich noch hochdrehen. Stufenlos, alles okay. Jetzt schalten wir mal hier die von Haus an. Und jetzt fällt euch gleich was auf. Aha, hat ein bisschen Startprobleme. Mal ganz ehrlich, das sind keine, es hält jetzt gleich an hier, das sind keine 13.000 Umdrehungen, wo das Ding startet. Die kannst du mit dem Finger anfassen. Jetzt kann ich mal auf Stufe 2 gehen. Ich kann das immer noch mit der Hand anhalten. Macht es ja nicht nach mit der Hand hier anhalten, aber hier geht es einfach. Also ich kann es einfach hier, Stufe 2, mit der Hand anhalten. Also die Leistung auf Stufe 2, nee.
Das möchte ich hier gar nicht versuchen, nicht mal auf Stufe 1 bei der Makita. Da möchte ich gar nicht versuchen, das Ganze hier anzuhalten. Aber man sieht später mal im Test, was da passiert. Und noch was ist mir aufgefallen. Leute, wenn ihr jetzt auf Stufe 6 einfach mal startet, schaut mal, was mit dieser Maschine hier passiert. Sie reißt mir so richtig schön rum in die Drehrichtung. Ihr merkt es gleich hier. Also sie schießt richtig los und macht so eine richtige krasse Bewegung im Endeffekt. Also wir haben hier keinen Sanftanlauf. Jetzt wollen wir mal hier einfach testen. Ich bin da auch auf Stufe 6 hier. Und um das Ganze nochmal deutlicher darzustellen, wie die gleich losschießt hier, ich halte hier jetzt mal ganz leicht meinen Finger hier drauf hier und schalte einfach mal an. Okay, alles gut. Natürlich, die Fliehkräfte, die ziehen die Maschine noch ganz leicht rüber, ist ganz klar. Und jetzt schaut mal, was hier passiert und macht das ja nicht daheim nach. Sowas macht man nicht. So, und jetzt leicht anschalten und schaut mal, was passiert. Also die Maschine reißt mir richtig rüber. Schauen wir uns mal das Einsetzen des Fräsers hier an. Natürlich aus dem Korb rausnehmen, tut es euch viel einfacher. Da seht ihr hier so einen kleinen Knopf hier, wo man das Ganze dann hier festmachen kann, arretieren kann. Aber ganz ehrlich, ich würde euch immer sowieso empfehlen, das Ganze nicht mit dem Knopf zu machen. Da habt ihr weniger Kraft im Endeffekt. Ich würde immer, hier bei Makita ist es der Vorteil, dass ein zweiter Schlüssel mitgeliefert wird hier. Und hier kann ich dann gegenkontern hier einfach und das Ganze fester zudrehen. Ich würde es euch einfach nur empfehlen, als nur mit diesem Knopf hier zu machen, weil da, ja, man drückt hier rein, man kann es schon zumachen, aber wenn es richtig fest werden soll, dann empfehle ich es euch definitiv mit diesem Schlüssel hier. Der wird hier wiederum nicht mitgeliefert, es wird hier nur ein Schlüssel mitgeliefert und da müsst ihr das Ganze immer nur mit dem Knopf machen. Funktioniert ganz gut. Wir haben jetzt 6er Einsätze und 8 mm Einsätze. Jetzt tun wir mal einen Fräser hier rein und das Ganze einfach festmachen, arretieren und fertig und festziehen. Das ist gar kein Stress. So, jetzt ist mir aufgefallen, wir haben hier keine stufenlose Drehzahlregelung hier. Wir haben ja hier Stufen, die wir regeln müssen und ihr müsstet bei euren Fräsern darauf achten, je nachdem, was ihr für eine Qualität vom Fräser habt. Hier haben wir Bosch-Fräser, die gehen bis 30.000 Umdrehungen pro Minute, also hier kann da nichts passieren im Endeffekt. Hier müsst ihr aufpassen, wir haben ja hier eine Drehzahl bis 33.000. Jetzt habe ich hier mal einen günstigen Fräser hier drin, da könnt ihr dann drauf lesen, der ist nämlich nur für 28.000 Umdrehungen ausgelegt. Und jetzt müsst ihr natürlich wissen, welche Stufe was ist. Und wir haben jetzt hier bei Stufe 4 29.000 Umdrehungen. Also dann würde hier mit 28.000 Umdrehungen pro Minute wird es schon mal nicht funktionieren. Ihr müsstet dann noch eine Stufe runter auf 22. Also wenn man es jetzt ganz genau nimmt und wenn man solche, sagen wir mal, günstigen Fräse nimmt. Hier, da wäre es gar kein Problem bei der Bosch. Da können wir auf die Stufe 4 gehen mit 29.000 Umdrehungen. Das wäre dann überhaupt kein Problem. Kommen wir mal zu diesen zwei Körben hier zum Fräs, ja, dass man es halt besser fräsen kann hier, mit beiden Händen fräsen kann, dieser Korb hier. Und da fällt mir sofort der Qualitätsunterschied definitiv auf. Also wenn man jetzt auch mal genauer hinschaut, jetzt allein nur mal diese Skala hier, die ist viel genauer hier angezeichnet, hier auf dem Schwarz mit diesem Weiß hier, ist echt super genau. Hier haben wir es einfach rein gepresst ins Material oder halt gegossen hier, da kann man kaum oder schlecht ablesen das Ganze, gefällt mir schon mal nicht gut, aber gut, das soll jetzt nichts alles heißen, dass es schlecht fräst. Aufgefallen ist mir hier auch, allein die Verarbeitung ist mir aufgefallen. Wenn man jetzt mal denkt, das ist jetzt richtig, wenn man das hier bewegt, das ist relativ, dieser Tiefenbegrenzer hier ist relativ schwer zu bewegen, muss ich sagen. Und er rastet nicht wirklich ein. Also ihr hört es rastet nicht ein, es ist schwer zu bewegen und naja, gut. Ja gut, okay. Hat aber wie gesagt nichts zu heißen, dass es schlecht fräst. So, und hier hört es gleich. Hier hört es das Klicken, hier rastet es echt absolut gleich ein. Manche Leute haben sich auch manchmal gefragt, warum ist denn hier so ein Griff dabei?
Ja, genau, ist ganz einfach. Man kann das nämlich hier abschrauben, habe ich schon mal gemacht. Man könnte dann theoretisch diesen Griff hier, das ist bei Makita nur der Fall, da ist es nicht der Fall, da ist es nicht dabei. Und man kann dann einfach hier so einen Griff hier anstecken und hier hat man ein bisschen mehr Hebelwirkung und man kann halt einfach auch ganz anders führen. Also wer es mag, keine Ahnung, ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Ja Leute, ihr habt jetzt gerade mal so ein bisschen den Unterschied gesehen, worauf ich jetzt gleich mal wieder eingehen muss. Das Lieferzubehör ist bei der Makita definitiv mehr. Deshalb muss man schon sagen, man müsste das theoretisch, wenn man es jetzt ganz genau sagen will, das kostet die Hälfte, das Ding. Nee, kann man ja nicht sagen. Zum Beispiel dieser Fräskorb, der ist jetzt hier auch noch mit dabei. Das ist zum Winkelfräsen hier gedacht, ob man es braucht oder nicht. Aber man muss es einfach sagen, wenn man sich den jetzt dazu kaufen würde bei der hier, dann geht der Preis ja auch wieder nach oben. Und deshalb sind wir gar nicht mehr bei der Hälfte. Wie gesagt, hier ist ein Schlüssel mehr dabei, hier ist der Fräskorb mehr dabei, hier ist zum Beispiel dieser Griff mit dabei. Ob man braucht, ja, ich weiß es nicht. Aber Kopierhülsen sind ja auch noch mit dabei, 2 Stück hier. Und wenn man das alles ein bisschen hochrechnet, wir kommen ja dann theoretisch auch ein bisschen teurer mit dem Preis hier, mit dieser Grundmaschine hier. Wir haben bei der Makita ja auch diesen Kunststoffkoffer dabei. Und der ist ja natürlich auch ein bisschen teurer zum Herstellen als diese Tasche hier. Obwohl wir ja bei der Makita ja im Endeffekt auch noch eine Tasche im Koffer drin haben. Also man muss es dann schon ein bisschen fair sein und sagen, okay, wir müssten eigentlich hier mit dem Preis ja noch ein bisschen hochgehen. So, wir wollen jetzt ein bisschen fräsen natürlich, ist ganz klar. Jetzt fangen wir gleich mal mit einer richtig schönen Nut an. Ich will jetzt hier eine 12 mm Nut hier in Eichenholz reinfräsen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen 12 mm günstigen Fräser drin. Das muss man dazu sagen, das ist ganz klar. Denn das ist nämlich genau der Fall, den ich gerade vorhin gemeint habe. Dieser relativ günstige Fräser, sage ich jetzt mal, der ist nur bis 28.000 Umdrehungen ausgelegt. So, jetzt haben wir bei der von Haus jetzt ein Problem. Stufe 4 ist 29.000 Umdrehungen, Stufe 3 ist 22.000 Umdrehungen. Super, genau, bräuchte ich hier einen Mittelwert hier. Jetzt gehen wir ein auf ein bisschen Risiko. Was heißt Risiko? Wir haben jetzt 1000 Umdrehungen pro Minute mehr und werden dadurch jetzt einfach mal mit 29.000 Umdrehungen durchfahren. Das ist dann nachher bei der Makita einfacher gelöst, denn da ist dann jede Stufe, was heißt Stufe? Da kann ich es ja stufenlos verstellen. Ich kann jetzt hier bei der Makita wäre die Stufe 5 ca. 27.000 Umdrehungen. Also kann ich hier einfach mal so ein bisschen über 5 fahren, Richtung 6 in die Richtung. Und dann bin ich ja hier einer relativ gleichen Drehzahl, aber ich kann es ja hier wirklich stufenlos verstellen, das heißt, ich kann dann Zwischenwerte noch machen. Kann ich jetzt hier nicht. Okay. Na gut, was ist denn hier los? Also ja, ich weiß Leute, man sollte vielleicht keine Nut hier von 12 mm auf diese Tiefe gleich auf einmal fräsen, aber ich habe es gemacht, ich wollte es ja ein bisschen quälen. Das ist der Grund dahinter. Ich will das ja auch wissen, was das Ganze bringt, aber mir kam das jetzt nicht so vor, als wären das jetzt hier 29.000 Umdrehungen. Ich bin jetzt mal gespannt, wir machen das gleiche mit dem gleichen Fräser einfach nochmal mit der Makita im gleichen Holz, gleicher Fräser und probieren wir das Ganze mal da. Ihr habt es aber gerade gehört, so ein bisschen wie es sich angehört hat. So, fairer halber müssen wir natürlich die gleiche Drehzahl einstellen. Wir gehen, wie gesagt, mit dem gleichen Fräser, der eigentlich nur für 28 ausgelegt, gehen wir aber mit der Makita auch auf die 29.000. Wie gesagt, nicht nachmachen. Und zwar 5 haben wir 27.000, also haben wir 5, noch was hier. Stellen wir mal die 5, noch was einfach ein und fahren jetzt einfach im gleichen Holz mit dem gleichen Fräser und der gleichen Tiefe fahren wir durch. 12 mm, 6 mm Tiefe.
Boah, krass Leute, habt ihr diesen Unterschied gerade gemerkt? Ich habe hier echt Probleme vorhin gehabt, hier durchzukommen. Es ist die gleiche Tiefe, aber die ging gerade richtig durch wie Butter, muss ich sagen. Also überhaupt kein Stoppen, gar nichts. Das hat echt was mit der Motordrehregelung hier zu tun. Ach ja, wen diese Fräsvorrichtung oder dieses Jig hier interessiert, kann gerne noch mal gucken. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Auch über ein andere Jigs, die ich schon gebaut habe. Müsst halt einfach mal auf dem Kanal schauen. So, jetzt schauen wir uns mal die Fräsung hier an. Ihr seht, beides die gleiche Tiefe hier. Und das war ja hier mit der von Haus gefräst. Ihr habt es gemerkt, wir hatten da ein bisschen Probleme hier beim Durchkommen. Wahrscheinlich muss ich dann doch volle Drehzahl fahren. So Leute, jetzt haben wir mal noch ein bisschen weiter gefräst. Wenn jetzt wieder Fragen kommen, woher kommt diese Platte, diese Vakuumplatte, die richtig cool ist bei solchen Arbeiten, die habe ich mal gebaut. Das Video werde ich euch hier oben verlinken. Wen es interessiert, kann noch mal gerne drauf schauen. Ist echt ein cooles Gadget. So, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen was gefräst. Hier mal so ein Ding da reingefräst und abgerundet und so Ganze. Also da funktioniert es echt ganz okay. Aber jetzt muss ich gleich mal dieses Aber sagen. Wir kommen gleich mal zum Fazit dieser Maschine hier. Ihr müsst definitiv von der Drehzahl einfach ein bisschen hochgehen. Denn, das zeige ich euch jetzt nochmal, nur mal damit ihr es nochmal ganz sieht, Stufe 1 und 2, die sind einfach zu schwach, irgendwas zu machen. Ich sage jetzt mal einfach, ja, man muss irgendwo an Geld sparen und da ist ein bisschen an der Elektronik gespart worden und bisschen an der Qualität, denn hier Konstantelektronik haben wir definitiv nicht drin und man merkt es halt an der Drehzahl. Also ich bezweifle mal, dass die auch 33.000 Umdrehungen pro Minute hat. Also die haben aber beide die gleiche Leistung. Aber ich zeige es euch jetzt gleich nochmal, was ich damit nochmal meine. Ich habe jetzt hier Stufe 1 eingestellt. Gehe jetzt auf Start und manchmal hat die echt Startschwierigkeiten. Das hat echt was mit der Elektronik zu tun. Ja, es geht ganz langsam, wenn es überhaupt losgeht. Und schaut mal, ich kann es hier mit der Hand anhalten. Also hier entfaltet es echt nicht die komplette Leistung. Und ich schätze echt mal, dass es was mit der Konstantelektronik zu tun hat. Auf Stufe 2 genauso. Und wenn ich jetzt hier nochmal das ganz gleiche, zur Makita, gleiche Wattzahl im Endeffekt, haben die beiden Maschinen. Aber ich schätze mal, dass es hier eine Konstantelektronik ist. Stufe 1, jetzt drücke ich drauf. Und ihr seht mal diesen Unterschied, was wir hier haben bei Stufe 1 von der Drehzahl her und was hier passiert beim Einschalten. Also das meine ich einfach damit und hier ist überhaupt kein Problem, dann hochzudrehen. Und jetzt nochmal hier Stufe 1, Start. Da schauen wir mal, wie langsam die losgeht. Gut, wenn sie läuft, läuft sie. Aber Stufe 1, 2, naja, okay. So meine Lieben, was habt ihr da für eine Meinung über diese Maschinen? Schreibt es nochmal unten in die Kommentare rein. Vielleicht hat ja jemand von euch schon diesen Klon hier oder einen anderen Klon und wie zufrieden seid ihr damit? Ich konnte jetzt ja beides vergleichen, weil ich beide Maschinen gerade da habe und ich würde eher Richtung Makita tendieren. Aber ich sage jetzt nicht, dass diese Maschine schlecht ist, sondern eher, also sie macht, was es soll. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Aber ich bin halt hier einfach, ihr habt es gesehen, die Elektronik ist anders aufgebaut. Ich habe hier eine stufenlose Regelung und Konstantelektronik.
Hier habe ich Stufen drin bei diesem Modell hier und ja, ihr habt ja die Leistung selber gesehen im unteren Bereich. Ich bezweifle mal, dass sie wirklich da diese 33.000 Umdrehungen hat, aber gut, kann ich jetzt nicht wissen, kann ich jetzt auch nicht feststellen. Ebenso auch die Zubehörteile hier, dieser Korb und so, es ist einfach, es ist ein Tick besser verarbeitet. Das muss man einfach sagen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mit diesem billigen Korb hier irgendwie nicht fräsen kann. Ich kriege da genauso meine Sachen gefräst von dem her und ja, es muss jetzt im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich gehe eher Richtung Makita, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass man damit nicht arbeiten kann. Man kann damit gut arbeiten, man muss halt diese Mankos, die ich jetzt eben genannt habe, muss man halt einfach akzeptieren für die Hälfte, circa die Hälfte vom Preis. Ich werde euch natürlich unten alles nochmal verlinken, auch diese Maschine, auch die anderen Klone werde ich euch da unten verlinken und auch mal nochmal die Makita, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und ich würde sagen, lasst doch bitte einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch einfach schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.